Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute für euch einen moderneren Shop. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns das gute Stück einfach mal an. Ich bin ein bisschen krank, aber ich denke, es sollte trotzdem alles funktionieren. Und ich würde sagen, ab dafür. So, den grünen Marker müssen wir uns einfach wegdenken. So, das kommt noch vom Ox-Inventar. Uns geht es jetzt eher um den anderen Shop hier. Und wenn wir den öffnen, sieht das Ganze dann so aus. Die Bilder können wir halt ganz normal aus dem Ox-Inventar transferieren in das Script rein. Aber das zeige ich euch gleich nochmal, wo die Bilder dann genau hinkommen. Und ja, hier habt ihr auf jeden Fall verschiedene Kategorien. Und hier dann den Einkaufskorb. Ja, wenn wir den öffnen, haben wir jetzt noch nichts drin. Und ja, wir können hier unten dann mit Kreditkarte zahlen, also mit Bankkarte oder halt ja mit Bares, ne? So, wenn wir dann zurückgehen, wollen wir uns hier einfach mal ein bisschen was kaufen, ne? So, dann hat sich das Icon auch grün gefärbt. Und hier können wir das Ganze nochmal korrigieren, wenn wir zu viel gekauft haben oder zu wenig. Ja, dann können wir hier mit dem Plus einfach mehr hinzufügen. Und mit dem Minus können wir das Ganze dann weniger anwählen. So, und hier können wir uns dann aussuchen mit Bank oder Kreditkarte. Und zack. Und wir haben das Ganze dann auch hier schon drin. Ja, im nächsten Update vom Shop Scripts könnt ihr auch Waffen hinzufügen und ja, das ist nur eine kleine Information am Rande. Gut, dann würde ich auch sagen, kommen wir direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung und da auch noch mal eine kleine Information, da können wir uns jetzt noch ein paar Prozente sparen auf das Script. Und das zeige ich euch, wo ihr das bekommt und wie das Ganze dann funktioniert. Den Link zum Script findet ihr unten in der Videobeschreibung und dort findet ihr auch die Abhängigkeit, das ist nämlich Oxlib. Ja, das muss auf jeden Fall installiert sein. Ansonsten funktionieren die ganzen Scripts von dem Team hier nicht. Nur als kleine Information noch dazu. Und ja, wenn wir auf den Link klicken, dann kommen wir direkt auch zum Shop. Und ja, hier können wir uns ganz normal dann einloggen. Wenn wir das Ganze jetzt hier kaufen wollen, dann klicken wir einfach hier auf Kaufen. Dann müssen wir uns mit 5M einfach ein und müssen natürlich dann hier einmal klicken, dass wir mit Discord verbunden werden. Dann sagen wir hier bestätigen, pipapo. Und dann sind wir auch mit Discord verbunden und somit bekommen wir dann auch die Rolle. Ja, darum geht es halt dann auch nur. Und jetzt können wir auch ganz normal fortfahren. So, und wenn wir dann hier angekommen sind, gehen wir einfach weiter, denn wir wollen das ja bezahlen. Und hier können wir noch einen Erstellercode eingeben und zwar einfach Babylon bestätigen. Und dann habt ihr das Skript auch ein wenig günstiger und könnt somit ein paar Prozent auf das Skript hier sparen. Und ja, dann zahlt ihr nur noch 8,50 € und ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Und zwar, wir laden das Ganze runter, haben dann hier eine ZIP-Datei, die müssen wir einfach nur auspacken und dann haben wir diesen schönen Ordner hier. Und hier kopieren wir uns als erstes den Namen einfach raus. Und ja, müssen das jetzt einfach in der Server CFG starten oder in einer extra CFG. Ich habe das Ganze hier unten verpackt, ja. Und ja, dann speichern und schließen. Jetzt müssen wir das Skript einfach nur noch in den Resource-Ordner ziehen und somit haben wir das schon mal erfolgreich installiert. So, dann gehen wir als erstes in Web und gehen hier rein, dann auf Items und hier kommen die ganzen Items dann rein. Das heißt, ich habe das Ganze hier auch schon gemacht, Web, zack, und hier sind alle Items vom Ox-Inventar einfach reinkopiert und somit funktioniert das Ganze. So, kommen wir zum Webhook, den findet ihr hier, ja, also hier in der Config und hier könnt ihr den Webhook dann eintragen. Wenn jetzt ein Spieler was kauft, dann werdet ihr dort
darüber dann benachrichtigt, über Discord dann automatisiert. Und ja, mehr ist das hier auch eigentlich nicht. So, die config.lua sieht ein bisschen anders aus. Und zwar können wir hier noch ein paar Übersetzungen machen. Ja. Ist aber nicht viel. Das können wir easy peasy machen. Ja, kommen wir zum Shop-Reiter. Hier könnt ihr weitere Shops hinzufügen. Einfach eine Koordinate hier kopieren. Hier auf jeden Fall ein Komma nicht vergessen. Zack, neue Koordinate rein. Fertig. Ja, ganz einfach gemacht. Und hier könnt ihr die ganzen Items noch hinzufügen. Das heißt, hier Wasser ist jetzt zum Beispiel hinzugefügt. Brot wurde hinzugefügt. Ich habe das Ganze ein bisschen umbenannt, denn Brot habe ich nicht auf dem Server. Und ja. Hier könnt ihr eine Beschreibung dann noch mit einfügen. Ja, hier könnt ihr auch eine Beschreibung, beziehungsweise hier einfach die Übersetzung vom Item, wie das Item dann heißen soll im Shop. Und hier kommt der richtige Itemname einfach rein. Ja, und somit könnt ihr die Sachen dann einfach wieder rauskopieren. So, das heißt, wir kopieren uns hier den Abschnitt raus und fügen das Ganze ein und dann hier einfach unser nächstes Item dann auswählen. Beschreibung, Titel, wie auch immer. Und hier unten den Preis. Und ja, hier sehen wir jetzt noch die Kategorien. Ja. Hier ist zum Beispiel dann eine. Dann haben wir noch Tools, Elektronik, so wegen Handy und so. Oder mehr, also anderes. So, den Shop-Lib können wir hier ändern. Ja. Ja, habe ich ja schon öfter gezeigt. Das ist eigentlich ganz simpel. Im Abschnitt 2 können wir natürlich auch noch Sachen hinzufügen. Das heißt, hier haben wir jetzt den Baumarkt drin. Hier unten ist dann der Blip Name auch. Den könnt ihr natürlich auch ändern. Und so könnt ihr halt weitere Shops hinzufügen. Ja, und hier wieder das gleiche halt, ne? Hier oben haben wir die Koordinate. Das heißt, wenn wir auf Cayo Perico vielleicht noch einen Baumarkt haben wollen, dann können wir das Ganze auch so machen. Einfach hier rauskopieren, zack. Ne? Und dann läuft das Ganze. Ja, gut. Das war's auch schon wieder. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.